Ganz herzlich willkommen zu unserem Mionske Livestream. Ich bin Susanne Breuer vom Mionske Vertriebsteam. Neben mir steht Sebastian Müller, ist bei uns im Haus der Entwicklungsleiter und er leitet auch das Entwicklungsprojekt Bedienpanel 2020. Zu Gast haben wir heute noch den Friedrich Neue. Er ist technischer Leiter bei der Brandschutztechnik in Görlitz und wird uns heute mit seinen Praxiserfahrungen zur Seite stehen. Schönen guten Morgen. Hallo. In unserem Chat können Sie uns natürlich jederzeit Fragen stellen oder Sie schreiben uns einfach per Mail an live@mionske.com. Im Anschluss an die Vorstellung werden wir Ihre Fragen gern beantworten. Ich komme erstmal zur Mionske-Tastatur. Die ist ja seit vielen Jahren im Einsatz. Namhafte Hersteller aus dem Sonderfahrzeugbau nutzen diese. Mit dem Bedienpanel erreichen wir nun die nächste Stufe und das wollen wir Ihnen gern heute vorstellen. Bereits auf der Bauma und der Agritechnica letztes Jahr wurde die Bedieneinheit als Prototyp vorgestellt und die Resonanz war riesig. Ganz durchweg positives Feedback. Die Kombination von Tastatur mit Display in einem ansprechenden Design ist gefragter denn je. Und das Marktinput hat uns dazu animiert, das Ganze fertigzustellen. Ja, Sebastian, erklär uns einfach mal, was habt ihr in die Entwicklung mit einfließen lassen? Warum gibt's das Bedienpanel? Ja, wie du schon sagst, wir haben es auf den diversen Messen schon vorgestellt gehabt als Prototyp, um einfach auch den Input zu sammeln aus den verschiedenen Branchen, also die Baumaschinenbranche, der Nutzfahrzeugbranche, der Agrarbranche und natürlich auch der Sonderfahrzeugbranche, wo wir sowieso schon sehr stark vertreten sind, um alle Anforderungen, Wünsche, Besonderheiten mit einfließen zu lassen, um das Produkt zu dem werden zu lassen, was der Kunde wirklich haben möchte. Okay, Friedrich, was sind deine Erfahrungen? Was sind die Ansprüche an die Bedieneinheiten in den Fahrzeugen? Ja, für die Feuerwehr gilt grundsätzlich, dass es einfach sein muss. Es ist wichtig, dass die Feuerwehren klare Strukturen haben. Es muss ein übersichtliches Bedienteil sein. Es ist nach wie vor so, dass Feuerwehren gerne auch einen Kippschalter haben, wo sie also richtig mit der Faust draufhauen können, um das Blaulicht anzuschalten. Das ist wirklich wichtig für uns und sowas müssen wir auch umsetzen. Okay, perspektivisch, welche Anforderungen sind da gefragt in der Zukunft? Bedieneinheiten in den Feuerwehren der Zukunft? Naja, wichtig ist zu wissen, dass die Anzahl der Funktionalitäten deutlich größer werden. Die Möglichkeiten, die die Feuerwehren haben, ihre Fahrzeuge auszustatten, werden immer mehr. Demzufolge müssen wir natürlich flexibel reagieren. Und das erwarten wir dann auch von dem Bediensystem, das flexibel einsetzbar ist und gestaltet werden kann. Sebastian, kann man das umsetzen? Ja klar, ganz einfach, so wie du es schon gesagt hast, die Anforderungen an die Funktionalität auf gleichen Raum werden immer größer. Demzufolge brauchen wir neue Lösungen, die das bieten können. Das heißt, Kombination Anzeige Display mit Bedieneinheit und dazugehörigen Symbolen, so ähnlich wie mit Kippschaltern das schon der Fall ist. Das muss ja auch die gewisse Akzeptanz haben. So haben wir das integriert und umgesetzt jetzt oder wollen es mit integrieren. Kannst du bestätigen, ne? Das kann ich bestätigen. Kippschalter sind nur nicht mal ganz Stand der Technik, also auch wir müssen dem Stand der Technik ja folgen. Und das spielen Displays eine Rolle, die bei uns sicherlich in erster Linie den Anzeigemöglichkeiten dienen, weniger der Bedienung an sich. Und dort brauchen wir eben genauso was Robustes, was Einfaches, um dort weiterzukommen. Genau, das ist der Knackpunkt an Displays. Robust und einfach ist da nicht ganz so einfach, wie es aussieht. Wir haben uns für zwei Sachen entschieden. Wir haben zum einen ein OLED-Display mit zwar etwas geringer Auflösung, aber natürlich dafür einem großen Kontrastverhältnis. Einsatzbereich, Außenbereich, Sonneneinstrahlung ist halt ein großes Thema, was speziell im Sonderfahrzeugbereich natürlich gefordert wird. Also bei euch in der Feuerwehr besonders hinten am Pumpenstand. Genau. Aber wir haben natürlich auch die Anwendung, wo es um grafische Elemente geht, wo man einfach Fahrzeugstatus anzeigen muss und möchte. Im Innenraum oder ich sage jetzt mal im Ambulanzbereich ist das sehr oft vertreten. Dann ist natürlich auch der Anspruch etwas höher an die Grafik und an Farbgebung, Kontraste etc. Der Unterschied ist halt zwischen OLED und TFT, dass man zum einen außen, also Sonneneinstrahlung, und zum anderen den Blickwinkel haben. Blickwinkel ist beim TFT nicht aus jeder Richtung gegeben, ganz anders beim OLED. Das ist deutlich
kontrastreicher an der Stelle. Die weiteren Anforderungen an die Zukunft, robust muss es sicherlich sein. Robust muss es bleiben, die Qualität muss nach wie vor stimmen. Bei uns ist es eben so, wir haben ja eher geringe Stückzahlen und daran darf natürlich die Qualität auch nicht scheitern. Es muss ja ein hochwertiges Produkt bleiben. Für uns muss es natürlich unkompliziert sein, das Ganze zu verbauen, sei es im Netzwerk an sich oder auch im Fahrzeug. Das brauchen wir. Ja, ist ganz klar. Robustheit, das ist eine Sache, die haben wir gelernt, haben wir ein bisschen nachgearbeitet. Wir sind jetzt dahin gegangen, dass wir unsere Frontblenden nicht mehr aus Kunststoff machen, sondern aus Vollaluminium, spannend bearbeitet. Das bringt eine Grundrobustheit mit gleichzeitigem Design, was natürlich auch eine Wertigkeit vermittelt gegenüber dem Benutzer. Das ist dann spürbar. Bei den Displays haben wir darauf gesetzt, dass es sehr kratzfest ist. Wir haben ein entspiegeltes Glas gewählt. Das ist ähnlich wie beim Handy oder bei den Smartphones. So ein sogenanntes Gorilla-Glas. Dann haben wir in Richtung Robustheit natürlich in Sachen Wasserdichtheit oder IP-Schutz was getan. Wir gehen in die Richtung, dass wir auch Backside, also rückseitig, einen IP-Schutz gewährleisten. Und das Thema Steckerkompatibilität, also die Anforderungen je nach Branche, ob es ein Deutsch-Stecker sein muss, ein Molex oder ein TI-Stecker, das kann der Kunde frei wählen jetzt, also nicht mehr an unsere Vorgaben gebunden. Und was die Einbausituation angeht, sind wir bei der DIN-Schachtgröße angelangt, also weg vom VIP-Schalter. Ja, vorher waren wir beim VIP-Schalter-Format, jetzt sind wir beim DIN-Schacht. Das ist zum einen anwendbar im Konsole, also Fahrzeug-Dashboard, oder eben auch wieder in also eigengenerierten Ausbrüchen, lasergeschnittene Ausbrüche, was auch immer. Das hört sich schon alles ganz gut an. Was für die Feuerwehr oder in unserem Einsatzfall natürlich auch wichtig ist, ist die Lebensdauer. Also unsere Fahrzeuge haben im Schnitt eine Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren. Dementsprechend müssen wir natürlich auch eine gewisse Ersatzteilversorgung sicherstellen. Also auch in 15, 20 Jahren sollte da das Ganze noch funktionieren. Und darauf ist großer Wert zu legen, dass eben Möglichkeiten bestehen, das auch noch in 15 Jahren nutzen zu können. Genau, also grundlegend alle Produkte, die aus dem Hause Milunski kommen, sind in Richtung Automotive Standards entwickelt worden. Das heißt, wir halten uns an die Vorgaben, an die Standards, die in den Automotive-Anwendungen gefordert werden. Elektronische Komponenten, wir hatten schon bei der Bauteilrecherche darauf geachtet, dass sie eine entsprechende Zertifizierung haben. Das bedeutet eine hohe Verfügbarkeit, also die Abkündigung findet nicht alle paar Monate statt, wie das mit manchen Haushaltsgeräten so üblich ist oder Smartphones, sondern gewährleistet eine gewisse Verfügbarkeit über Lebenszeit oder halt über Alternativbaugruppen, die danach kompatibel einsetzbar sind. Das größte Problem oder die größte Herausforderung für uns ist dabei natürlich das Display gewesen, weil da ist der Markt sehr dynamisch und da was zu finden, was über lange Zeit verfügbar ist und überhaupt einsetzbar bleibt, das ist nicht so einfach. Wir haben aber was gefunden und was die Langlebigkeit angeht, da haben wir ebenfalls darauf geachtet, dass es eine hohe Betriebsstundenzahl hat. Also wir reden hier von über 10.000 Stunden. Sollte für euch mindestens 15 Jahre einsetzbar sein, wenn man so den ganzen Tag einsetzt. Ja, und was wir auch noch haben, ist das Thema Lagerbestand. Wir haben zum einen die Fertigung hier bei uns am Standort, zum anderen ein großes Lager, was sicherstellen kann, worum auch immer, sozusagen Rückhalt zu haben für Servicefälle oder für sehr langlaufende Serien, die nicht veränderbar sein dürfen. Auch die Möglichkeit bieten wir mit an. Okay, ich fasse unsere Kunden nochmal zusammen. Es ist also die Möglichkeit gefragt, Funktionen zu kombinieren, das Ganze auszubauen, Steuerung zu optimieren, gleichzeitig natürlich die gute Qualität im Blickwinkel zu behalten. Durch den Einsatz der Displays wird dem jetzt so weitestgehend entsprochen. Andererseits ist das natürlich auch sehr komplex, das ganze Thema, gerade Displays. Dort ist ein ganz, ganz hohes Know-how gefragt. Sebastian, wie ist das Handling in der Hinsicht für unsere Kunden? Das Handling für Displays ist in der Tat eine Herausforderung für sich. Also wir haben in der Vergangenheit schon gelernt, mit verschiedenen Kunden da zusammenzuarbeiten.
Es gibt Kunden, die wünschen ihr eigenes Werkzeug, sozusagen, dass sie eine eigene Oberfläche haben, in der sie Symbole gestalten, auswählen, zuordnen können zu Funktionalitäten, zu Kennkommunikation. Wir haben aber auch Kunden, die sagen, ja, Grafiksachen ist nicht unser Ding. Wir machen das über Lastenheft-Pflichtenheft-Lösung und integrieren das für den Kunden nach Bedarf, nach Anforderung eben. Bis hin zu Kunden, die sagen, wir haben Ressourcen, das in kompletter Eigenregie zu übernehmen. Wir brauchen ein Grundwerkzeug und die Schnittstellen dafür und die programmieren das zum Beispiel in einer eigenen Programmiersprache oder in C und etablieren das völlig autark für sich. Weil das ist alles möglich. Also wir versuchen, das beste Produkt mit dem besten Werkzeug für den Kunden zu gestalten. Okay, soweit softwareseitig. In der Hardware fällt mir natürlich sofort auf, wir haben eine geprägte Folie. Wir sind wieder flexibel, was die Gestaltung betrifft, mit Symbolen. Das Einbringen von Logos ist möglich. Ambientebeleuchtung ist wohl vorgesehen. Das sind so ein ganz paar optische Highlights. Praktisch haben die mit Sicherheit auch einen Nutzen. Genau, also die Optionsliste für unsere Designs hat sich nochmal erweitert um das haptische Element Prägung. Also es ist kein Muss, es ist eine Option. Als Alternative zu unseren bisherigen Klebepads, die wir da eingesetzt haben. Das Thema Foliendesign ist natürlich immer wieder ein Thema. Da sind wir völlig frei. Also das kann Digitaldruck sein, das kann ein Siebdruck sein, das kann nach Corporate Identity vom Kunden gestaltet werden mit Logo, mit verschiedenen Formgebungen. Da sind wir völlig offen. Und das ist aber eine Selbstverständlichkeit, das gehört heutzutage dazu. Und was die Generierung von Symbolen angeht, die werden dann per Laserverfahren oder halt schon, wenn es eine größere Stückzahl ist, per Siebdruckverfahren fest integriert. Okay, kurzum. Die Optik ist überzeugend, der praktische Nutzen ist da. Seitens der BTG, was gibt's noch für Herausforderungen, muss man ja fast sagen, an Mionske? Ja, unsere Herausforderung, die uns durch den Kunden ja wie bei euch auch gestellt wird, ist vor allen Dingen flexibel auf deren Wünsche zu reagieren, und da kann es eben vorkommen, dass zur Auslieferung dort noch der Kunde sich überlegt hat, wir brauchen noch eine Kontrolle und noch einen zusätzlichen Schalter, und das bedingt bei uns natürlich, dass wir auch flexibel dann die Tastatur noch gestalten können, dass wir eben eine Möglichkeit haben, da uns selber Symbole zu generieren und auch die selber dann auf der Tastatur unterzubringen. Bastian lächelt schon, kennt das Problem, aber auch da hatten wir uns eine Lösung. Ja, das Problem Änderung bei der Abnahme, ne? Ja, ist so eine Sache, grundsätzlich machbar. Also wir sind von Haus her schon sehr schnell in unserer Umsetzung, was die Gestaltung von den Folien angeht. Da haben wir es im Haus selber lasern können. Und sofern im Prinzip Lagerware da ist, ist das innerhalb von ein paar Stunden erledigt und kann versendet werden. Wenn denn wirklich der Fall eintritt, dass der Kunde auf dem Hof steht und sagt, ich möchte aber unbedingt das Symbol doch noch gedreht haben oder ein anderes gar haben möchte, das sind so die Fälle, ja, kann ich nachvollziehen. Wenn eine ganze Funktion dahinter steht, ist es natürlich so, dass man nicht nur ein Symbolwert ändern muss, sondern natürlich auch Programmierung, Parametrierung, teilweise das System umbauen muss. Das ist dann nicht am Tag der Abnahme möglich. Aber wir haben auch Kunden, die haben sich mittlerweile selber einen Laser zugelegt, um darauf reagieren zu können. Oder einen Partner, also ihr habt auch einen Partner bei euch, genau, bei uns das ist eine Firma, der die Fahrzeuge ja bedruckt mit den sonderfahrzeugspezifischen Layout. Und die haben auch schon solche Technik, dass man das theoretisch selber machen kann. Wir bieten es an, also man kann die Folien selber gestalten und verwalten. Ist natürlich dann auch dafür zuständig, das ordnungsgemäß aufzubringen in dem Qualitätsformat, wie wir es auch wünschen und vorgeben. Grundsätzlich ist es denkbar, dass es auch diese Lösung für euch geben kann. Ist gut. Da sind wir also ziemlich individuell aufgestellt, was die Anforderungen betrifft. Wir sind robust mit dem Bedienpanel, wir sind optisch überzeugend, softwareseitig flexibel. Sag noch mal was zu den Protokollen. Ja, Kennkommunikation ist ja unsere Hauptschnittstelle hier. Standardmäßig haben wir einen Ken Freestyle, also der ist sowieso immer vorhanden. Dann haben wir standardmäßig jetzt das Ken Open Protokoll integriert. Wir haben Anwendung im J1939, das für euch sicherlich sehr oft zur Anwendung kommt. Wir haben natürlich auch schon Anwendung gemacht im FireCAN-Bereich. Auch das möglich, genauso wie alle anderen Spezialprotokolle der einzelnen Branchen sind realisierbar. Sehr gut. Friedrich, was
Ganz wichtige Frage, was hat euch als BTG bewogen, ausgerechnet mit Mionske zusammenzuarbeiten? Naja, sicherlich mittlerweile die über 6-jährige Zusammenarbeit, die wir da pflegen. Wir haben weit über 400 Fahrzeuge mit euren Tastaturen, Bedienteilen und Steuerung ausgerüstet. Dementsprechend ist bei der Feuerwehr das Konzept auch angekommen, also das ist durchweg akzeptiert. Und ja, wir wollen das natürlich weiterentwickeln und wollen dort ja auch nicht stehen bleiben. Und ja, warum auf Bewährtes verzichten, wenn man das schön weiterentwickeln kann? Und da haben wir uns eben dort wieder dazu entschlossen, weiterzumachen. Ein neues Projekt gestartet. Ja. Wie hat sich das ergeben? Wie war da die Handhabe, das neue Projekt für die BTG einzusteuern? Ja, fangen wir an. Ja, die erste Runde haben wir hier bei euch im Haus gemacht. Sebastian, seine Kollegen und meine Kollegen haben mal darüber gesprochen, was so unsere Vorstellungen sind, wie es weitergehen soll. Ich meine, ein Pflichtenheft mehr oder weniger ist ja schon erstellt worden aus den Projekten vorher und jetzt das Ganze an das Neue zu adaptieren. Permanent wachsen sozusagen. Genau. Und letztendlich habt ihr uns ja auch die Möglichkeit gegeben, Mitarbeiter bei uns mal dort zur Verfügung gestellt zu bekommen, was das Ganze dann auch recht angenehm gestaltet. In der Regel ist es ja so, dass solche Ereignisse wie Messen oder Fahrzeuggenerationswechsel von den OEMs dazu führen, dass man ein neues Konzept vorstellen möchte, teilweise gezwungen ist, teilweise natürlich auch bei euch besonders durch öffentliche Ausschreibung gezwungen ist dazu, um einfach am Ball zu bleiben, mit dem Markt zu gehen. Und ja, da war es mal wieder soweit und da haben wir uns in einer großen Runde zusammengesetzt, alle Inputs auf den Tisch geworfen und natürlich überlegt, wie können wir das integrieren und was haben wir oder was haben wir noch nicht, was brauchen wir. Und so entsteht bei uns in der Regel immer die Projekte mit dem Kunden gemeinsam, entweder bei euch vor Ort oder bei uns vor Ort, das ist alles möglich, da sind wir genauso flexibel. Und so haben wir, ich denke, ein sehr gutes Konzept, was wir eigentlich zur Interschutz vorstellen wollten. Jetzt wird es sich etwas verzögern, aber es kommt auf jeden Fall. Genau, bei uns auch. Sehr gut, wir sind damit so weitestgehend an der Produktvorstellung am Ende angelangt und ich bin hier sehr überrascht, da sind schon ganz viele Fragen eingegangen. Eine lautet beispielsweise, welche Varianten wird es im Standard geben? Gibt's was von der Stange? Genau, ja, natürlich. Also wir haben lange gezögert damit, uns auf Standards festzulegen. Wir haben jetzt in der letzten Zeit 6 Varianten definiert aufgrund von verschiedenen, Vorprojekten, wo wir davon ausgehen können, dass es eine sehr hohe Schnittmenge im Markt und in den einzelnen Branchen geben wird. 6 Varianten, das unterteilt sich. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben ja die DIN-Schachtgröße. In der Breite haben wir das in feste Platzhalter, Segmente eingeteilt und so haben wir 6 Varianten als Standard definiert mit den Größen 9 Segmenten, 5, 4, 3 und 2. In den einzelnen Segmenten können wir unsere Optionsliste integrieren, das heißt Tasten, kleine Tasten, große Tasten, Display, Encoder, Bargraph-Funktionalitäten, und sind noch flexibel für Zusatzanwendungen. Und so entstehen jetzt, wie gesagt, die 6 Standardformen, aber die sind jederzeit erweiterbar. Also es kann durchaus sein, dass wir zur nächsten Interschutz nächstes Jahr dann nicht nur 6 haben, sondern 1, 2, 3 mehr, weil der Markt das uns einfach so beigebracht hat. Bin gespannt. Hier schreibt ein Kunde, welche Parameter sind für die Angebotserstellung maßgebend? Der Kaufmensch braucht natürlich Stückzahl, Abnahmemengen im Los und so weiter, aber aus technischer Sicht, welche Angebotsparameter braucht ihr zum Kalkulieren? Ja, für ein einzelnes Produkt ist das immer recht schwierig. Ich weiß jetzt, Standardprodukt ja, aber natürlich muss es flexibel sein. Wir hatten es ja vorhin, Funktion, Darstellung, also Design, Handling von Steckern, Anbindung, all solche Sachen. Das muss man im Vorfeld sich überlegen. Da sind wir auch gerne bereit, da in den Dialog zu gehen, beratend zur Seite sein. Also ihr im Vertrieb, wir auch auf der Technikseite sind da direkt Ansprechpartner. Und ja, wie bei euch, wir kommen natürlich auch gerne mal vor Ort oder laden Sie zu uns ein, solche Sachen direkt miteinander zu besprechen. Okay, ich gehe mal auf die nächste Frage ein. Gibt es Möglichkeiten für Formen abweichend von 1 DIN oder 2 DIN? Ja, grundsätzlich schon. Also die Technik ist modular gestaltet. Man muss natürlich da bedenken, wir haben verschiedene Ebenen. Ne? Wir haben eine Frontseite, wir haben ein Innenleben, das besteht hauptsächlich aus den mechanischen Teilen
Und wir haben einen elektronischen Teil, das ist die Leiterplatte mit der Anbindung der Controller und der Kommunikationsschnittstelle. All das muss dann angepasst werden auf die Formforderung, aber in den Grundzügen ist es so modular aufgebaut, dass man das in jede Form umsetzen kann. Frontpanel ist spanbearbeitet, von daher relativ zeitnah und auch in kleinen Stückzahlen realisierbar. Also dadurch, dass man werkzeugunabhängig ist, kann man sowas umsetzen. Also durchaus machbar. Genau, vor allem beantwortet das gleich die nächste Frage. Gibt es auch halbe Größen? Genau, halbe Größen. Wie gesagt, wir haben es segmentiert in 9 feste X-Einheiten, also Längenmaße, die da reinpassen. Und darauf ist alles ausgerichtet und es kann breiter werden, es kann schmaler werden. Im Grunde sind wir da ein Stück weit in einer Freiform, die wir entgegentreten können. Okay. Trotzdem nochmal zu den einzelnen Segmenten, ist scheinbar ein bisschen komplexer das Thema. Sind die Positionen und Größen der Tastenfelder beliebig wählbar? Große Taste soll in 2 Felder geändert werden. Genau, also im Grunde, wir haben ja hier verschiedene Exponate, haben wir hier ein Exemplar, das hat kleine Tasten, also kleine Tasten sind Standardtasten, so groß wie der Finger das halt braucht. Und wir haben eine größere Taste, die für euch sicherlich auch interessant ist, mit Handschuhen oder aus großer Entfernung noch sichtbar sein soll. Eine große Taste sind die von den Segmenten, die ich gesprochen habe, 2. Eine kleine Taste, also sozusagen 2 kleine Tasten ist ein Segment, also das ist unser kleinstes Segment. Geändert werden in Form von, ich tausche es jetzt aus, wie beim Lego, geht nicht. Ja? Deswegen kommt wieder der Part, was sind unsere Standardteile und was kommen an Standardteilen gegebenenfalls hinzu. Das entscheidet dann natürlich die Marktanforderung beziehungsweise die Umsetzungszeit, die Anforderungen, die Stückmengen, Laufzeiten spielen dann eine Rolle, um sowas ins Leben zu rufen. Okay. Hier ist nochmal zum Schutzgrad gefragt, IP-Schutzgrad, wir hatten es schon gesagt, aber gerne. Wiederholen es gerne nochmal. Frontseitig ist es im Prinzip so, wie wir es bisher mit der 2. Generation Tastaturen auch hatten. Die dichtet alles ab, also IP67 frontseitig. Rückseitig haben wir es jetzt so, dass wir ein geschlossenes Gehäuse haben mit einer Kabeldurchführung, die das Ganze abdichtet. Im Prinzip rundum IP-Schutz. IP-Schutz, genau. Hier hat jemand eine Frage zu dem Drehgeber. Welche Varianten sind möglich? Drehgeber, ich vermute mal, der Encoder ist gemeint. Ja. Also Encoder ist ein Dreh- und Knopffunktionalität drin. Was es an Drehfunktionen noch geben kann. Also es kann kombiniert werden mit Beleuchtung natürlich, also und verschiedenen Segmenten. Also wie viele Segmente haben 360 Grad? Da gibt's Varianzen davon. Ansonsten haben wir noch Designmerkmale. Also wir haben jetzt hier dargestellt in Silber. Die gibt's natürlich auch in Schwarz. Aber das sind so die Hauptmerkmale, was wir anbieten können. Okay. Gut. Es kommen keine weiteren Fragen rein. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Die letzte Frage, wann wird die Bedieneinheit verfügbar sein für unsere Kunden? Ja, im Grunde, wir haben mit dem Friedrich ja das Projekt am Laufen. Für dieses Jahr Q4 ist geplant, auch unsere Serienprodukte auf den Markt zu bringen. Und spätestens zu Interschutz nächstes Jahr werden wir eine größere Präsentation machen, wie so ein Gesamtsystem in Zusammenarbeit zum Beispiel aussehen kann. Seid ihr dann als Referenz vertreten? So haben wir uns das vorgestellt. Bei der Interschutz. So ist der Plan. Ja. So ist der Plan. Bleibt mal beim Thema Interschutz. Wir würden uns natürlich freuen, liebe Kunden, wenn wir Sie nächstes Jahr am Messestand wieder persönlich begrüßen dürfen. Damit geht unser heutiger Livestream zu Ende. An dich ganz herzlichen Dank, dass du uns direkt aus der Praxis berichtet hast. Sehr gern. Für Fragen, die wir heute nicht beantworten konnten oder die jetzt noch so peu à peu eintreffen, stehen wir natürlich im Nachgang noch gerne zur Verfügung. Kontaktdaten werden dann unten eingeblendet. Ich bedanke mich für das Zuschauen, wünsche Gesundheit und freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr bei der Interschutz 2021 wiedersehen. Vielen Dank. Und bis dahin. Danke. Ihr seid jetzt ganz herzlich eingeladen, wie das auf der Messe ist. Auch wenn es Ersatz ist, gibt's jetzt einen kleinen Umfunk. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.